Kennst du das, dass du beim Trompete spielen, beim Spielen deiner Töne Luft hinter deinen Lippen polsterst bzw. speicherst? Dann hast du ein Problem, das Ganze nennt sich dann Polstern und letztendlich muss man dann trainieren, dass das weggeht. Es gibt immer so die Kuriosität natürlich, wenn man mit Zahnspange spielt und man hat die Brackets auf den Zähnen, man setzt das Mundstück an, dieses Mundstück drückt dann auf die Brackets und das verursacht natürlich Schmerzen und dementsprechend versucht man da etwas gegenzuarbeiten. Macht das nicht, spiel insgesamt etwas lockerer, aber nicht zwischenpolstern. Hier keine Luft zwischenpolstern, weder oben noch unten. Mach deinen Ansatz, also hier ist die Muskulatur angespannt, deine Zunge dient wie eine Straße, auf der eben deine Luft fließt, gegen deine Lippen, diese fangen dann an zu schwingen. Aber der Ansatz muss so angespannt sein, dass du eben keine Luft zwischenspeicherst. Letztendlich geht es hier um eine Schwachstelle. Sobald die Muskulatur in dem gewissen Bereich nicht angespannt ist, kann dort eben Luft hineingehen und dementsprechend polstert man seinen Ansatz, seine Lippen. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass das alles wieder stabil, fest ist etc. pp. Also wir gehen nochmal zurück zu unserem Ansatz. Wenn man das Mundstück ansetzt, denkt man alles sehr, sehr spitz auf das Mundstück gerichtet. Also nicht zu locker, man hat angespannt. Und dann gibt es kein Zwischenpolstern. Ich kann das auch mal imitieren, indem ich sage, okay, ich spiele einen Ton und drücke mit meinem Finger einfach mal die Muskulatur ab. Und ich merke, das ist angespannt. Und von dem her kann ich schon mal ausgehen, okay, hier ist es nicht zu locker, da kann also keine Luft rein und zwischenpolstern. Deswegen ist es aber wichtig, anspannen. Auch eine Tiefenlage, wo man sowieso etwas lockerer ist, auch da trainieren. Wenn du merkst, du spielst einen Ton und du polsterst nicht nach, sehr gut, Ansatz löschen, Mundstück wieder ansetzen, erneut anspannen, Ton spielen. Immer beobachten. Am besten machst du das auch vorm Spiegel und da kannst du dich mal selbst beobachten. Das ist nicht gar eben die angenehmste Situation, in der man sich da permanent beim Trompete-Spielen beobachtet, aber man lernt sehr viel. Wie sitzt mein Mundstück, wie atme ich etc. pp. Also da gibt es viele Punkte, die einen das Trompete-Spielen positiv beeinflussen. Probier es mal aus, stell dir einen Spiegel auf den Notenständer und dann beobachte dich, was du da eben so machst. Wir gehen es nochmal durch. Also Mundstück ansetzen, Ansatz formen. Ruhig mal kontrollieren oder eben über den Spiegel. Dann Luft einatmen. Wir denken nach vorne. Und fühl mal rein, gibt es da eventuell Punkte, wo die Luft reinströmt oder war alles so dicht, dass die Luft eben durch die Mundhöhle dann direkt ins Instrument gehen konnte. Mach das Schritt für Schritt und nicht zu viele Sachen auf einmal. Immer wieder beim Üben eine kleine Einheit von ein paar Minuten einfließen lassen, wo du kontrollierst und dann dementsprechend eben beobachtest, was passiert denn da überhaupt bei meinem Trompetenspiel, bei meinem Trompetentraining. Wichtig ist es auch, dass wenn du zum Beispiel Hilfsmittelchen hast, wie so kleine Trainingsgeräte, Holzstäbchen etc. pp., die können auch positiv dazu beitragen, dass dein Ansatz sich stärkt und du dementsprechend keine Luft mehr nach unten oder nach oben hinter den Lippen eben polsterst. Wir imitieren das Ganze mal mit dem Mundstück. Ich spanne da alles an. Ich kann auch wieder kontrollieren. Ich brauche eine zweite Hand dafür. Was da so alles angespannt ist. Auch hier wieder mein Tipp, mach es vorm Spiegel, dass du nicht irgendwelche komischen Sachen machst, sondern dass du wirklich sagst, okay, ich packe mit dem Ringmuskel, mit meiner Muskulatur das Mundstück. Die Kiefermuskulatur spannt sich hier nach unten. Und danach geht es eben wieder auf die Trompete. Das nur zur Visualisierung, zur Kontrolle für dich. Da geht es nicht darum, dass du diese Übung jetzt maximal halten musst, sondern geht es nur darum, welche Muskulatur ist hier beteiligt. Und danach geht es wieder darum, Ansatzform, Übertrag aufs Instrument. Und dann eben kontrollieren. Passiert wieder dieses Polstern oder eben nicht. Hast du Fragen dazu, dann schreib sie jederzeit in die Kommentare oder mir persönlich. Meine Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne nach diesem Video ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.